Hallo und recht herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin der Arne. In diesem Video bekommst du 5 Pinstripe-Hacks von mir. Let's go! Hack Number 1. Damit so ein Schwertschlepper erstmal funktioniert, musst du ihn trimmen. Um den Pinsel zu beschneiden, tauchst du ihn erstmal in deine Verdünnung. Danach legst du ihn am besten auf ein helles Blatt Papier und schneidest ganz vorsichtig vorne die Haarspitzen ab. Hack Number 2. Um gleichmäßige Ansätze zu bekommen, nimmst du die Spitze des Pinsels und tupfst sie einmal kurz in die Farbe, um einen gleichmäßigen Ansatz zu bekommen. Hack Number 3. Für Farbverläufe lädst du den Pinsel in einer Grundfarbe und tippst die Spitze einfach in eine weitere Farbe und ziehst die Linie. Ergebnisse sind sensationell. Hack Number 4. Wenn dein Pinsel geölt ist und du beginnst wieder mit dem Malen, dann mach ihn nicht komplett sauber, sondern streif einfach nur das Öl aus dem Pinsel mit einem Tuch ab und dann gehst du in die Farbe. Der Vorteil ist, du kannst den Pinsel hinterher wesentlich besser reinigen, weil die Haare nicht verkleben mit der Farbe und die Farbe fließt wesentlich besser aus dem Pinsel heraus, da du einen leichten Ölfilm hast. Die Verdünnung ist 1:10.000 oder so, das macht der Haltbarkeit der Farbe gar nichts. And Hack Number 5. Thema Verdünnung. Sind auch immer wieder Fragen an mich gerichtet worden. Verdünnung am besten in so einem Schnapsgläschen, Glas-Schnapsgläschen. Und du kannst jeglichen 1K Verdünner nehmen für einen Komponentenlack, um die One-Shot-Farbe zu verdünnen. Das waren meine 5 Pinstripe-Tricks für dich. Viel Spaß beim Nachmachen. Ich bedanke mich. Es war mir eine Ehre wie immer und tschüss.